Hi und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Tracking Packing Gear. Heute gibt es eine kurze Review zu diesem kleinen Kochset hier von der skandinavischen Marke Urberg. Das Kochset von Urberg wird einmal mit so einem kleinen Transportnetz hier geliefert. Das hält das ganze Set zusammen und schützt es extra. Dann habt ihr einmal außen einen großen Deckel, eine kleine Tüte, wo der Gaskocher drin ist, einen kleinen Griff zum Halten und einen Topfständer. Außerdem besteht das Kochset aus zwei verschiedenen Töpfen, einem etwas kleineren und einem etwas größeren. Der kleine fasst etwas über 1 Liter und der größere etwas über 2 Liter. Und da habt ihr natürlich auch das Urberg-Logo drauf. Außerdem habt ihr als zweiten Deckel bzw. als Pfanne noch so eine kleine Aluminiumpfanne. Die könnt ihr wie gesagt als Deckel oder Pfanne nehmen, zusammen mit dem Pfannenhalter. Nun zu dem Besonderen des Kochsets. Das besteht aus zwei Ringen, die könnt ihr ineinander stecken. Diese Ringe sorgen dafür, dass das Kochset besonders windresistent ist. Da achtet ihr einfach auf die Ausfräsungen, die könnt ihr dann ineinander stecken und etwas verdrehen, sodass das Ganze dann relativ fest hält. Ich glaube, der nächste Schritt, der jetzt kommt, ist vielen nicht klar, zumindest wenn man sich die Kommentare zu dem Set mal durchliest, weil keine Anleitung mitgeliefert ist. Da habt ihr einmal den Gaskocher, den könnt ihr auch hier so abschrauben, könnt ihr einfach wieder raufschrauben. Und ja, wie gesagt, in den Kommentaren war oft dieser Schritt nicht klar, viele fragten nach. Den Gaskocher könnt ihr durch dieses Loch dort im unteren Teil durchfädeln, da kommt ihr dann später die Gaskartusche anschließen und oben klemmt ihr diesen Gaskocher einfach in die Form ein und dadurch hält er dann. Als nächstes braucht ihr dann diese Topfhalterung, dort sind 3 kleine Metallstücke dran, die könnt ihr einfach ausklappen und dann könnt ihr die Topfhalterung in den oberen Ring reinhaken und auf dieser Topfhalterung könnt ihr dann später die Töpfe raufstellen und die haben dann eine gute Distanz zum Gaskocher. So sieht das Ganze dann ungefähr aus, dann könnt ihr die Deckel drauf machen und auch mit dem Pfannenheber könnt ihr diese Töpfe, selbst wenn sie heiß sind, gut anfassen und gut anheben und theoretisch auch die Töpfe zum Abgießen benutzen. Hier seht ihr dann nochmal ganz kurz, wie man das Ganze wieder ordentlich zusammenpackt, sodass es alles relativ klein und kompakt zusammengepackt passt. Das ganze Set ist relativ handlich und wiegt ungefähr 1030 Gramm. Ich hatte das Set letztens beim Carcampen dabei, weil man muss ganz klar sagen, fürs Tracking, für Ultralight Tracking ist das natürlich nichts. Hier seht ihr einmal, wie die Gaskartusche an dem Set angeschlossen ist. An dem Gaskartuschenanschluss habt ihr dann ein Ventil oder eine kleine Regelung, mit der ihr die Stärke der Gasflamme einstellen könnt, von sehr schwach zu sehr, sehr stark. Man sieht, da ist ordentlich Power hinter und durch die Metallwand ringsherum kommt der Wind eigentlich sehr schlecht an die Flamme und die Flamme brennt gleichmäßig. Einmal kurz zu meinem Fazit. Ich habe dieses Set getestet, weil ich oft mit meinen kleinen ultraleicht Gaskochern sehr viel Probleme beim Wind hatte und für meine nächsten Reisen mit dem Auto auch einen etwas windstabileren und von mir aus auch schwereren Gaskocher brauche und den Zweck erfüllt es auf jeden Fall. Man sieht, es ist an der einen oder anderen Stelle ganz schön wackelig, aber bei dem Preis von ungefähr 50 € kann man sich da eigentlich nicht beschweren. Wenn ihr noch Fragen zu dem Produkt habt, schreibt es einfach in die Kommentare oder guckt bei Urberg vorbei. Unten ist der Link verlinkt und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Also macht's gut und bis dann.